Herzlich willkommen im Zentrum Paul Klee in Bern. Ich heiße Miriam Weber und bin Restauratorin. Ich bin gerade am Kleister kochen, damit ich Ihnen eine besondere Technik von Paul Klee zeigen kann. Das ist Stärke gelöst in Wasser. Er braucht aber ziemlich eine hohe Hitze, damit er richtig gut klebt. Das sind Paul Klees Œuvre-Kataloge. In denen hat er festgehalten, in welchen Techniken er seine Werke geschaffen hat. Ich öffne jetzt mal hier den Katalog von 1938. Da handelt es sich um Spätwerk von Paul Klee. In der Spalte Techniken sehe ich Kleisterfarbe, Pastose, Pastose, Kleisterfarbe, Kleisterfarben, Pastose, Kleisterfarben, überall. Es scheint wirklich in diesen Jahren sehr stark vertreten zu sein. Und um das einmal genau zu zeigen, hole ich mir jetzt ein paar Werkzeuge, um Ihnen zu zeigen, was das genau ist mit dieser Technik. Nun ist der Kleister abgekühlt. Ich nehme hier ein bisschen und mische ein bisschen Pigmente rein. Ich nehme nicht so viele Pigmente, damit sie komplett vom Kleister umschlossen werden. Dann sind sie ganz eingebunden. In den frühen Jahren hat Paul Klee die Kleisterfarbe oft mit einem dicken Pinsel ganzflächig aufgetragen. Und das ergibt dann eine interessante Grundierung. Nachdem die Kleisterfarbe getrocknet ist, kann ich mit verschiedenen Techniken darauf arbeiten. Ich habe hier Aquarellfarbe relativ stark verdünnt und ich setze jetzt da schön lasierte Quadrate drauf. Nachdem die lasierten Rechtecke getrocknet sind, kann ich mit einem ganz dünnen Pinsel weiße Linien ziehen. Und wenn die trocken sind, kann ich nochmal mit Aquarell drüber, vielleicht mit einer anderen Farbe. Und so werden die Linien auch nochmal eingefärbt. Und das Ganze hat jetzt wirklich einen mehrschichtigen Aufbau. Und mit solchen Techniken hat Paul Klee unter anderem dieses Werk geschaffen. Es ist von 1924, es heißt Wandbild. Es hat genau diese mehrlagigen Schichten übereinander. Er nannte das Polyphonie. Das ist so wie die Mehrstimmigkeit in der Musik. In den 1930er Jahren hat Klee Kleisterfarbe oft mit verschiedenen Werkzeugen bearbeitet, unter anderem mit einem Messer. Und da kann man jetzt die Kleisterfarbe verschieben und so kommt das Blattweiß wieder zum Vorschein. Die Werkzeuge von Paul Klee habe ich ja schon aus dem Depot geholt. Das sind diese schönen Schätze, das sind die Hinterlassenschaften aus dem Atelier von Paul Klee. Wir sehen hier ganz viele verschiedene Werkzeuge, unter anderem dieses Messer hier, das er wahrscheinlich zum Verschieben von Kleisterfarbe benutzt hat. Dieses Bild von 1933 mit dem Titel Doppelgesicht ist so entstanden. Als Alternative hat Paul Klee oft auch Holznadeln verwendet. Damit kann man genau gleich wie mit dem Messer die Farbe verschieben. Wird natürlich eine viel dünnere Linie. Bei diesem Werk von 1932 mit dem Titel Getrennte kann man den Einsatz von Holznadeln sehr gut erkennen. Im Œuvre-Katalog stand ja Pastose-Kleisterfarbe. Pastose heißt teigartig und so eine Paste entsteht, wenn ich ganz viel Pigment in den Kleister reinmische und das mache ich jetzt mal.
Paul Klee hat mit solch pastoser Farbe flächig gemalt, aber auch sehr gerne markante Linien in Schwarz. Es kann sogar sein, dass es Pigmente hat, die gar nicht vom Kleister ummantelt werden, die noch trocken sind. Und das zeige ich jetzt mal am Mikroskop. Bei diesem Werk Skepsis dem Stier gegenüber von 1938 sieht man die Problematik von Kleisterfarbe sehr gut. Man sieht hier die pastosen schwarzen Linien, die zum Teil unterbrochen sind. Und wenn man jetzt genau schaut, sieht man Zeitungspapier durchscheinen. Man kann sogar Buchstaben erkennen. Und genau an diesen Stellen sind ganze Farbschollen herausgebrochen. Die Schollen sind noch da, liegen aber komplett lose auf der Papieroberfläche. Und als Restauratorin habe ich hier die Chance, Bindemittel einzubringen mit einem feinen Pinsel. Und ich drücke die Scholle nachher mit einem Zahnarztwerkzeug runter. Und so ist sie eigentlich wieder auf der Papieroberfläche fixiert. Und das Werk kann auch wieder einigermaßen gut transportiert werden. Und diese Werkzeuge bewahren wir weiterhin sehr sorgfältig auf.